522.336 €, das ist der Gesamtwert der 6 Lastrada hinter mir. Wir haben für euch aufgereiht 4 Lastrada Avanti EB, 2 Lastrada Regent. Wir haben Frontantrieb, wir haben Heckantrieb, wir haben Allrad. Wir haben Dieselheizung, wir haben Gasheizung, wir haben Kompressorkühlschrank, wir haben Absorberkühlschrank, wir haben verschiedene Farben, wir haben verschiedene Hölzer. Es ist wahnsinnig viel drin in den Autos. Wenn euch das im Detail interessiert und wo die Unterschiede sind, dann bleibt einfach dran. Ihr kriegt jetzt erstmal ein paar richtig coole Bilder von Chris auf die Mütze und danach schauen wir uns das alles ganz detailliert an. Viel Spaß! Start it up. Bevor wir mit allen Details zu den Fahrzeugen anfangen, denkt auf jeden Fall auch dran, hier unter dem Video unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft informiert bleibt, wenn wir neue Videos rausbringen, weil wir euch, glaube ich, immer einen ganz guten Mehrwert mitbieten können. Hier an dem heutigen Video ist die Grundfrage, ja, warum stehen hier Fiat und Mercedes nebeneinander und was soll das Ganze eigentlich? Wir haben einfach festgestellt, dass jeder Lastrada individuell ist und die Leute fragen mich immer wieder, wie soll ich denn jetzt mein Fahrzeug konfigurieren, was sieht denn gut aus, was ist denn richtig? Und ich will euch heute eigentlich nur zeigen, dass es kein richtig und kein falsch und kein schön und kein hässlich gibt, sondern wichtig ist, was euch gefällt und dass euer Auto euch gefällt. Und ihr werdet sehen, wie individuell man das gestalten kann. Wir haben zum Beispiel hier die 4 Avanti EB. Das ist auf dem Papier das gleiche Auto. Die kosten auch alle relativ ähnlich, aber die sind von innen so unterschiedlich. Wir haben helles Holz, dunkles Holz, Silber, Weiß, alle möglichen Dekore. Und so kriegt einfach jeder genau das Richtige. Wir werden ständig gefragt, was ist die richtige Heizung? Wir haben zweimal Diesel, zweimal Gasheizung. Es ist einfach, auf jeden Topf passt der berühmte Deckel. Ihr müsst quasi nur den Deckel zu eurem Topf finden. Ja, wir schauen einfach mal rein. Bevor wir in die Autos gleich einsteigen, können wir einmal mal gemeinsam gucken, weil man schon von außen sehen kann, dass ein paar Sachen unterschiedlich sind. Ich glaube, man kann eine Tendenz erkennen. Silber und Grau dominiert den Markt. Das sind ja jetzt alles kundenbestellte Fahrzeuge, die hier stehen. Wir haben zweimal Eisengrau, zweimal Weiß bei den Avanti EB und wir haben auch hinten bei den Regent Grau und Silber Metallic, also ganz klassische Farben. Es ist einfach was so im Auto immer wieder gut steht und auch mit den verschiedenen Dingen super harmoniert. Man sieht ja auch von den Fahrzeugen hier, wir haben jetzt schon 18 Zoll Felgen drauf auf dem Avanti EB hier vorne. Das sind die ORC Typ 22 Felgen. Die haben wir da drüben auch drauf und ich glaube, einer von den Weißen bekommt die in Kürze sogar auch noch. Das heißt, auch da gehen wir dann viel auf die Wünsche mit ein. Ja, wenn ihr auf die Nase von vorne guckt, sieht man im Prinzip, wir haben dreimal einen schwarzen Kühlergrill, einmal den silbernen Kühlergrill in der Mitte. Wir haben bei dem Fahrzeug LED-Tagfahrlicht dabei, bei den beiden nicht, bei dem außen wieder schon. Also schon bei solchen Kleinigkeiten unterscheidet sich das im Detail. Ich glaube, die Außenfragen sind grundsätzlich einfach reine Geschmackssache. Da müsst ihr einfach sagen, das ist die Farbe, die mir gefällt und dann wird das für euch auch passen. Da gibt es auch definitiv kein richtig und kein falsch. Das, was ganz wichtig ist bei der Konfiguration eines Avanti EB, ist, dass ihr daran denkt, den mit Maxi-Chassis zu bestellen. Das gibt es ja einmal als 3,5 Tonnen Maxi-Chassis und einmal als 4,25 Tonnen Maxi-Chassis. Da muss man so ein bisschen schauen. Das haben wir ja ausgiebig in allen Videos zum Avanti EB gesagt. Wir können den Wagen grundsätzlich als 3,5 Tonner zulassen. Die Zuladung ist auf jeden Fall was bei einem Jumbo-Kastenwagen mit viel Ausstattung ist es immer eine knappe Geschichte und da muss man einfach schauen, wollt ihr lieber am Gewichtslimit unterwegs sein oder wollt ihr lieber am Tempolimit unterwegs sein, weil das, ich weiß nicht, ich hole noch mal kurz ein bisschen weiter aus, für diejenigen, die noch nicht ganz so im Thema sind, wenn ihr 3,5 Tonnen überschreitet, gilt halt, die einschneidenden Beschränkungen für mich sind Tempolimit auf 100, LKW-Überholverbot, bestimmte Mautsituationen in unterschiedlichen Ländern und öfter zum TÜV. Wenn ich auf 3,5 Tonnen zulasse, habe ich diese Regeln alle nicht, darf mich bewegen wie ein Pkw, habe TÜV-Regeln wie ein Pkw und all solche Dinge, darf also schnell fahren, bin aber gewichtsmäßig auf der Grenze. Und da muss jeder für sich so ein bisschen abwägen, wo gehört ihr hin, was ist für euch. Da ist jetzt auch ein Fahrzeug dabei, was wir aufgelastet haben, die anderen 3 fahren als 3,5 Tonner.
Ja, wir schauen einfach mal rum und gucken mal, fangen einfach mal mit dem Wagen hier an der Seite an. Wir haben ja schon gesagt, Eisengrau Metallic ist der Wagen. Wir haben das Maxi-Chassis mit dabei, wir haben die schönen Felgen mit drauf und man sieht schon von hier, von außen kann ich euch sagen, dieser Wagen hat jetzt eine Dieselheizung zum Beispiel mit dabei. Das heißt, das erkennt ihr hier an dem quadratischen Heizungsaustritt. Ich habe eben mal kurz durchgeguckt, es ist tatsächlich so, dass 2 von den Avanti eB die Dieselheizung drin haben und 2 die Gasheizung haben. Vor- und Nachteile ist ein bisschen Philosophiefrage. Bei einer Dieselheizung hast du halt immer den großen Vorteil, dass du dich nicht um Gas kümmern musst. Der nimmt einfach aus der normalen Kraftstoffreserve seinen Brennstoff für die Heizung. Dafür braucht er aber etwas mehr Strom, weil Diesel eben nicht von alleine durch den Druck kommt, sondern gefördert werden muss. Und eine Dieselheizung hat erstmal immer einen gewissen Aufpreis mit dabei. Eine Gasheizung hat einfach den Vorteil, dass sie, wenn ausreichend Gas zur Verfügung da ist, weniger Strom braucht und einfach ein super ausgereiftes System ist und gut funktioniert. Was man der Dieselheizung immer nachsagt, sie stinkt und ist laut. Sie riecht stärker und ist lauter als eine Gasheizung, sie stinkt aber nicht und sie ist nicht laut. Der Geräuschunterschied ist ein leises Klackern von der Förderpumpe, mehr hört ihr davon nicht. Die lauten Dieselheizungen sind eher in der Kategorie Webasto-Eberspecher, klassische Standheizung eines Autos zu suchen. Weil hier haben wir ja in beiden Fällen die gleiche Truma-Heizung, die einfach unterschiedlich betrieben wird. Und der Geruch, natürlich ist es so, dass wenn Diesel verbrennt, ich es mehr rieche, als wenn Gas verbrennt. Aber es ist nicht so, dass es hier draußen stinken würde. Sie riecht etwas stärker, wenn sie anläuft und wenn sie ausgeschaltet wird. Ansonsten glaube ich, gerade an so Tagen wie heute, wo so eine leichte Brise geht, nehme ich es nicht wahr. Und wer ganz sicher gehen will, bei La Strada haben wir ja die volle Konfigurationsmöglichkeit. Dann bestellt ihr einfach die Truma Kombi D6E, so heißt es. Dann habt ihr die Dieselheizung mit 230 Volt Unterstützung. Das heißt, seid ihr auf dem Campingplatz angestöpselt, könnt ihr einfach über Strom heizen. Und dann ist auch alles wieder gut. Dann kann hier der Nächste seinen Tisch hinstellen. Soll der vielleicht nicht machen, weil wir eine Sogentlüftung haben und da direkt die Toilettenabgase rauskommen könnten. Aber in Bezug auf die Heizung könnt ihr sich hier hinstellen und frühstücken und hat gar keinen Geruch, weil ihr dann über Strom heizt. Aber gibt es denn Unterschiede drin von der Lautstärke? Nicht spürbar. Die Förderpumpe sitzt ein bisschen weiter vorne, schlafen tust du da hinten. Wenn es extrem leise ist, die Fenster offen sind, dann nehme ich drin auch die Förderpumpe wahr. Die Betriebsgeräusche der Heizung, es ist dasselbe Gebläse, es ist dieselbe Verteilung drin im Fahrzeug. Also eigentlich keine Unterschiede. Das Zweite, was wir hier haben, bei La Strada haben wir eben die Möglichkeit, vieles ab Werk zu bestellen. Der Wagen hat zum Beispiel jetzt eine Sog-Toilettenentlüftung mit drin. Das heißt, ihr habt automatisch, wenn der Schieber von der Toilette aufgeht, wird ein Unterdruck erzeugt und alles, was stinken könnte, wird hier rausgepustet. Da sitzt ein Aktivkohlefilter drin, der viel rausfiltert sozusagen und damit deutlich weniger Chemie bzw. laut Hersteller gar keine Chemie gebraucht wird. Da sieht man schon, wie unterschiedlich die Fahrzeuge sind. Einer der Punkte, der uns hier aufgefallen ist, als wir die so schön aufgestellt haben, ist, dass sich nicht nur die Autos und die Grundrisse und alles unterscheiden, sondern dass das wirklich sogar anfängt mit einfachsten Themen wie Fahrradträgern. Ich will das jetzt heute nicht zu sehr im Detail ausbreiten, aber man sieht schon hier, jeder so wie er will. Wir haben an dem Wagen hier einen Busbiker dran. Wir haben an dem Wagen hier eine abnehmbare Anhängerkupplung, die wird mit so einem klappbaren Fahrradträger transportiert werden. Wir haben an dem Avanti hier daneben einen normalen Fahrradträger und man sieht hinten bei dem die Anhängerkupplung rausstehen. Auch dort haben wir eine starre Anhängerkupplung. Das heißt, wir haben 4 Autos, wir haben 4 verschiedene Lösungen und es gibt ja noch 2, 3 weitere Lösungen. Da setzen wir uns dann mit euch ganz konkret im Fall eurer Konfiguration auseinander und gucken, was müsst ihr transportieren, wie schwer ist das, was kann das Auto, wie wollt ihr das haben. Ja, was bei La Strada schön gelöst ist, ist, dass ihr zum Beispiel ab Werk hier solche Dinge wie eine Gasaußensteckdose bestellen könnt. Das ist das einzige Werk, wo wir das können. Habt ihr jetzt einen Pössl oder einen Westfalia bestellt, können wir das sicherlich bei den meisten Modellen einbauen. Aber bei La Strada habe ich eben die Möglichkeit, den Gasaußenanschluss, also für einen Grill draußen, zu bestellen. Da freue ich mich übrigens auf die Sommersaison, dass wir hoffentlich irgendwann sowas auch mal in unseren eigenen Autos selber ausprobieren können. Eine Sache, bei der das wieder um das Thema Gewicht geht, sind die konzeptionellen Grundsatzentscheidungen. Eben, habe ich E-Bikes, habe ich eine schwere Anhängerkupplung, einen schweren Fahrradträger, aber eben auch die Frage, ob eine Markise mit dabei ist oder nicht. Bei einer Markise habt ihr am Ende 35 Kilo mehr oder weniger. Und das sieht man hier auch wunderbar. Der Wagen hier hat die Markise oben mit drauf.
der einen weiter da drüben hat die Markise nicht mit drauf. Das ist einfach eine Menge Gewicht. Das Schöne ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnte man bei einer Markise sagen, wir lassen sie erstmal weg und dann guckt ihr, ob sie euch im Urlaub fehlt. Und wenn ihr wirklich nach 1, 2 Urlauben sagt, das fehlt mir, dann setzen wir irgendwann die Markise später drauf. Das gehört zu den Dingen, die man jederzeit nachrüsten kann. Wir probieren demnächst auch ein bisschen mit Sonnensegeln rum. Da gibt es super schicke Lösungen. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Und da habe ich eben auch die Möglichkeit, deutlich Gewicht zu sparen. Unterschiedliche Vor- und Nachteile im Handling. Ja, was dieser Wagen zum Beispiel hier hat, das ist auch eine Möglichkeit, die kann ich nur bei Lastrada ab Werk bestellen. Wir haben hier über der Schiebetür eine Regenrinne mit drin. Da ist eine integrierte LED-Lichtleiste mit dabei. Und dann habt ihr dort eben das Wasser nicht mehr reintropfen und gleichzeitig eine Außenlampe. Bevor wir reinstarten, es gibt 2 Fenster, die ihr bei Lastrada optional bestellen könnt. Das habe ich zum Beispiel gesehen. Alle Avanti EB-Fahrer, die jetzt ihre Fahrzeuge bekommen, scheinen sich einig zu sein. Die haben nämlich alle das Nasszellenfenster mit dabei. Das ist eine Option. Und die haben, wenn du hier rüber schwenkst, alle das Fenster hier oben mit dabei. Das ist auch nicht serienmäßig mit dabei. Die anderen Fenster dort sind serienmäßig mit dabei. Was ist denn der Vorteil von dem Nasszellenfenster? Also ich bin ein großer Fan von Licht und Luft. Für mich ist immer toll, also ihr habt sowieso eine Dachhaube oben in der Nasszelle. Das heißt, wenn ich das Fenster aufmache und die Dachhaube oben habe, kann ich, wenn ich dusche, geht in so einer Art Kamineffekt die Luft raus. Und was für mich das super Charmante ist, ist, dass man hier einfach sagen kann, ich mache das Fenster auf und habe hier um die Ecke das Waschbecken, kann da reingreifen, mir die Dusche rausholen und kann mich hier hinterm Fahrzeug abduschen. Deswegen ist für mich ein Nasszellenfenster schon was in so ein Fahrzeug reingehört. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte hier kein Fenster haben, damit, wenn ich auf dem Topf sitze, fühle ich mich beobachtet. Aber natürlich kann man das von innen auch einfach zuziehen, dass da keiner reingucken kann. Der Avanti EB hier, nur um das nochmal zu zeigen, hat übrigens keine Sog und eine Gasheizung. Also ihr seht einfach, wie unterschiedlich die Fahrzeuge sind. Eisengraues Auto, einmal mit Dieselheizung und Sog, einmal ohne Dieselheizung und ohne Sog. Beide aber mit schicken Felgen, einer schicken Außenfarbe. Und wenn ich reingucke, da sehe ich ja schon mehr als ihr. Einfach auch unterschiedliche Hölzer. Und da sollten wir jetzt mal einen Blick reinwerfen, weil das ist das, wo sich wirklich zeigt, wie unterschiedlich Lastrada sein kann. Herzlich willkommen im Lastrada Avanti EB. Ich habe mich heute ganz bewusst nicht bewaffnet mit Messwerkzeug, Laser, Maßband und all solchen Dingen, weil wir euch den Avanti EB schon zweimal richtig ausführlich gezeigt haben. Da verlinken wir euch die Videos, jetzt nochmal eins hier oben in der Ecke und das zweite findet ihr unten in der Videobeschreibung, dass ihr dort nochmal alle Maße und alles genau anschauen könnt. Ich glaube, vielen von euch ist inzwischen klar, dass der Avanti EB in dieser 6,36 m Klasse einfach eine absolute Alleinstellung hat, weil das soll schon gesagt sein, wir sitzen hier in einem Fahrzeug mit einem Doppelboden, mit ganz tollen Betten, mit unfassbar viel Stauraum, mit extremer Stehhöhe. Das ist einfach ein Fahrzeug, was eine ganz spezielle Ecke in dem 636er Markt abdeckt und das kriegt kaum ein Fahrzeug so hin. Also wenn euch dieses Konzept gefällt, kann ich euch sagen, seid ihr fertig mit der Auswahl. Ansonsten gibt es in dem 636er Bereich natürlich diverse andere Fahrzeuge, die auch Längsbetten hinten haben. Allein schon bei Lastrada mit dem neuen Avanti E, also das gleiche Fahrzeug in flacher, ja durchaus eine andere Variante. Ja, wir haben gesagt, wir fangen mit diesem Fahrzeug an, weil das die Basis ist, wo es losgeht. Und damit ist mir ganz wichtig zu zeigen, dass wir hier ein Fahrzeug haben. Wir haben keinen Aufpreis fürs Holz, wir haben keinen Aufpreis für den Stoff und wir haben trotzdem ein super schickes Auto, weil das einfach total stimmig ist und gut ist. Wir haben hier nämlich den Polsterstoff Cosa. Das ist einer der Serienstoffe. Da habt ihr bei Lastrada eine ganze Menge Serienstoffe zur Auswahl. Das ist immer schön in diesem einmal mit dem gemusterten in der Mitte und dem einfarbigen in den Mittel- und Außenbahnen. Und dazu haben wir hier das Holzdekor Ahorn, halt ein ganz helles, freundliches Holz, was einfach auch super gut zu dem Stoff passt und mit der Wandbespannung hier in dem Sand bzw. Beige. Und so hat man, finde ich, was richtig gut passt, was stimmig ist, wo aber eben kein Aufpreis ist. Und was man auch ganz klar dazu sagen muss, wir haben bei Lastrada keinen qualitativen Unterschied zwischen den Hölzern. Also wenn ihr jetzt sagt, ich nehme das Ahornholz anstelle oder Nussholz anstelle Ahorn, weil Nuss Aufpreis kosten würde, dann heißt das nicht, dass das Nussholz besser ist. Es sind einfach unterschiedliche Dekore, so wie andere Hersteller das auch machen, gibt es da dann eben auch unterschiedliche Preise. Hier haben wir jetzt alles in einem Dekor, das heißt, wir haben den gesamten Korpus, die Korpi, keine Ahnung, Korpanten, Korpen, ich weiß es nicht. Der Möbelbau,
der grundsätzliche Möbelbau ist in Ahorn. Und dann könnt ihr ja bei Lastrada die Klappen auch nochmal in einer anderen Farbe absetzen. Hier haben wir das jetzt aber eben auch einfarbig, weil wir eben der Meinung sind, dass mit dem gemusterten Stoff schon genug Bewegung drin ist. Und wenn man jetzt hier auch noch die Klappenfarbe absetzen würde, man ist immer so ein bisschen geneigt dazu, die passend zum Stoff irgendwie nochmal abzusetzen, dann wird das unterm Strich zu bunt und deswegen gerade in dieser Konstellation bietet sich das an, das so zu machen. Hier haben wir ein Fahrzeug, ich habe ja draußen eben schon gesagt, wir haben eine Gasheizung drin. Ich sehe, wir haben den Absorberkühlschrank, da sollten wir vielleicht nochmal gemeinsam, ich dränge dich hier mal vorbei. Das ist immer schwer mit mir zu filmen, weil ich plötzlich andere Ideen habe. Hier haben wir einen Absorberkühlschrank. In einem der anderen Fahrzeuge ist ganz sicher gleich auch ein Kompressorkühlschrank. Da schauen wir gleich auch noch mal rein. Was bei Lastrada mit dem Absorberkühlschrank total schön gelöst ist, ist, dass ihr einen AES-Kühlschrank habt. Das heißt, er schaltet automatisch zwischen Gas, Elektro und also Elektro 12 Volt während der Fahrt und Elektro 230 Volt freistehend um, so dass ihr alle Betriebsarten habt. Und weil das konzeptionell manchmal zu Problemen führt, wenn es draußen richtig heiß ist, könnt ihr bei Lastrada einen Doppelventilator für den Kühlschrank bestellen. Das ist hier der kleine Schalter hier vorne. Dann ist einfach ein zusätzliches Gebläse mit drin, was dafür sorgt, dass der Kreislauf hinterm Kühlschrank einfach auch im Betrieb bleibt, wenn es richtig heiß wird. Wenn man einen Absorberkühlschrank hat, ist das Volumen einen kleinen Tick kleiner als in dem Kompressorkühlschrank. Wer mehr Kühlvolumen, weniger Kühlfach haben will, kann auch das Tiefkühlfach oben einfach rausnehmen. Insgesamt ist die Platzierung des Kühlschranks und die grundsätzliche, ich sage jetzt mal Klappengröße, immer die gleiche. Und das, was schön ist, wenn wir schon mal hier drin sind, schnappen wir uns, finde ich, auch nochmal einen Eindruck hier hinten. Finde ich auch, ist das eine super helle, freundliche Variante, dass wir eben hier auch richtig gut uns wohlfühlen. Und wir gucken jetzt einfach mal in den nächsten Avanti EB und schauen, was der uns so zu bieten hat an Holz- und Stoffvarianten. Auch Avanti EB, auch Fiat Ducato und trotzdem ein komplett anderes Auto. Hier haben wir, um das im Verhältnis zu dem Wagen eben zu sagen, wir haben einfach alles in eher einem grauen Farbspektrum, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben die Wand- und die Deckenbespannung in dem Grau. Das sind die beiden Farben, die ihr zur Auswahl habt. Und dann haben wir hier eben das Holzdekor Beton als Grundfarbe sozusagen. Das ist hier das etwas stärker gemusterte graue Holz. Und damit das eben nochmal abgesetzt wird, haben wir hier jetzt zusätzlich die ganzen Fronten in Hochglanzweiß. Also es gibt auch verschiedene Weißtöne. Ihr könnt Hochglanzweiß haben, so wie hier. Es gibt ein normales mattes Weiß und ein Soft White matt. Da schicken wir euch dann aber auch die verschiedenen Muster, wenn es in die Konfiguration geht, oder gucken uns das mit euch im Detail an. Das Ganze ist hier kombiniert mit einem der vielen Sonderstoffe. Ihr habt ja in dem Konfigurator von Lastrada auf der Homepage die Basisstoffe zur Auswahl und zusätzlich habt ihr eben noch einen Riesenhaufen Sonderstoffe, die auch zur Wahl stehen. Das haben wir haben neulich ein Video, ich glaube das war beim Avanti L, wir verlinken euch das einfach auch jetzt nochmal oben mit in der Ecke. Da sind die ganzen verschiedenen Sonderstoffe nochmal mit gezeigt, dass ihr eine Idee davon bekommen könnt, wie viel das ist. Und was wir das ist jetzt ein Stoff aus der Natura-Serie. Da versuchen wir halt immer so ein bisschen drauf zu achten, dass sich die Farben, die sich woanders im Fahrzeug wiederfinden, auch in dem Stoff wiederfinden. Also wir haben hier weiße Fäden, wir haben hier graue Fäden, wir haben Anthrazitfarben und das sind alles Farben, die ihr hier überall wieder drin findet und dadurch ist das halt auch ein super stimmiges Bild. Also man muss halt so ein bisschen die Grundsatzentscheidung fällen, will ich eher gemütliche Farben, Holztöne, alles ein bisschen erdfarbener. Will ich es richtig knallig mit irgendwie, es gibt auch türkisfarbene Stoffe, haben wir bei so einem Betonfahrzeug, haben wir auch schon mal Türkis und auch ein richtig cooles Orange drin gehabt. Wenn ich die Bilder aus dem Archiv noch kram, dann blenden wir sie euch jetzt noch mal kurz darüber ein. Ich hoffe, ich finde die wieder. Beides super schicke Autos oder eben ein bisschen gedeckter. Und das Ganze eben dann auch in hellen und dunklen Holzfarben. Kann man denn alles mit allem kombinieren oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Nein, nur der gute Geschmack ist am Ende der Berater. Tatsächlich könnt ihr nahezu alles miteinander. Wenn ihr wollen würdet, könnt ihr Beton, Möbelbau mit eichedunklen Klappen nehmen. Das Ganze mit rosanem Stoff, der auch noch zweifarbig abgesetzt sein könnte.
und beigefarbenen Wänden, damit es dann überhaupt nicht zusammenpasst. Also ihr könnt wirklich euch da austoben, wie es ist, und wir haben unfassbar viele verschiedene Lastrada schon auf dem Hof gehabt und es sieht wirklich nahezu jeder anders aus als der andere, und was für mich immer wieder eine coole Erkenntnis ist, dass unterm Strich irgendwie das Gesamtkonzept dann meistens passt. Es muss nicht jedem alles gefallen, aber ich gehe in die Autos rein und sage, okay, ich finde, dass das eine stimmige Geschichte ist. Ja, bei dem Fahrzeug sparen wir uns jetzt den Blick hinten in den Bettbereich. Ihr seht das ein bisschen auseinandergebaut. Den haben wir jetzt nämlich gerade aus der Werkstatt uns einfach nur stibitzt, damit wir euch das vorstellen können. Der Wagen kriegt jetzt von uns nochmal eine Lithium-Batterie und einen Triple Charger. Das ist so ein Ladegerät, ein Gerät, was Ladegerät, Ladebooster und Solarladeregler in einem Gerät kombiniert. Der Kunde hatte hier einen speziellen Lithium-Batteriewunsch. Den setzen wir da natürlich auch gerne um maximal mögliche Autarkie hier umzusetzen. Also wenn auch ihr bei eurem Avanti eine eigene Vorstellung von bestimmten Dingen habt und sagt, toll, dass Lastrada das alles anbietet, aber das will ich gar nicht, sondern ich will nochmal was anderes, dann machen wir da sicherlich viele der Sachen, die denkbar sind, können wir bei uns auch umsetzen. Ja, das ist Avanti EB Nummer 2. Ich denke, wir springen jetzt mal rüber in, ich gucke schon, oh ja, das ist ein ganz anderes Holz. Wir springen jetzt mal rüber in Avanti EB Nummer 3 und haben nochmal ein ganz anderes Dekor. Nochmal Avanti EB, nochmal Fiat Ducato und schon wieder komplett anders. Hier haben wir jetzt Eiche Hell als Farbe. Das ist so ein bisschen gräulicher. Das finde ich ist ein bisschen irreführend von der Bezeichnung. Es gibt Eiche Natur und Eiche Hell. Und das in meinen Augen dunklere Holz heißt Eiche Hell. Also ihr müsst ein bisschen gucken. Das, was ihr hier seht, ist Eiche Hell. Wir haben das wieder kombiniert mit weißen Klappen. Jetzt aber nicht weiß glänzend, wie wir das eben hatten, sondern die weiß matten Klappen. Auch so, um das vielleicht nochmal nachzuholen, eben bei dem Beton haben wir Aufpreis für das Betonholz 1.799 € und dann waren die weiß glänzenden Klappen drin. Die kosten im Modelljahr 21, glaube ich, 995 oder 998 €. Das Eiche Hell kostet das gleiche wie das Betonholz, also auch knapp 1.800 €. Die weiß-matten Fronten hier sind aber etwas günstiger, die kosten 449 €. Im Modelljahr 21, oder seit dem Modelljahr 21 alles schön grifflos, dass man das hier richtig gut aufklappen kann und daran kann, aber dass wir keine Pushlocks zusätzlich haben. Wenn ihr es eben zweifarbig bestellt, dann habt ihr immer dann sind alle Klappen, die man öffnen kann, in dem Weiß gehalten. Das heißt, alle Schubladen, alle Schränke oder nahezu alle Schränke und der Kühlschrank. Und auch wieder Kühlschrank. Erster Kühlschrank war Absorberkühlschrank, zweiter Kühlschrank war Kompressorkühlschrank. Dieser hier ist wieder der Absorberkühlschrank. Und wir hoffen, dass der nächste gleich wieder Kompressor ist, damit wir da nochmal vergleichend reingucken können. Was Lastrada beim Avanti EB total geschickt macht, ist, dass sie hier diesen Rückschnitt haben und ihr einfach euch frei bewegen könnt. Einmal habt ihr hier oben richtig schönes Zusatzfach und ihr habt auch dadurch, dass ich eine Nasszelle mit den Schiebetüren, mit den Klapptüren habt, Salontüren, kann ich eben auch zur Seite gehen, kann von hier ganz entspannt in den Kühlschrank reingucken und habe das richtig schön passend. Hier sieht man auch wieder, Wandbespannung ist in diesem Sand und Beige und durch die grifflosen Klappen haben wir es halt eine total cleane Optik in dem hinteren Bereich. Das finde ich zum Beispiel auch eine helle, freundliche Variante. Ich bin so dankbar, dass ich mich nicht entscheiden muss, sondern dass nur ihr eure Autos konfigurieren müsst und ich immer wieder neue Autos konfigurieren darf, mit jedem ein eigenes, weil ich mich wirklich schwer tun würde. Ich mag das Moderne der kühlen Farben, ich mag aber auch das Gemütliche der Holzdekore. Ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Lasst uns in den nächsten gucken. Vielleicht ist der ja nochmal komplett anders. Und das ist Nummer 4 im Bunde und er ist tatsächlich nochmal komplett anders. Hier haben wir wirklich die Sonderedition Black and White, würde ich das einfach mal nennen. Wir haben hier einen matt-weißen Möbelbau, total schick und das mit hochglänzend schwarzen Klappen abgesetzt, schwarzes Leder drin. Das ist super stylo, das gefällt mir auch richtig gut. Mit den grauen Wänden hier. Also nochmal ein ganz anderes Auto. Das hier ist sicherlich nochmal eine ganz besondere Konstellation. Was in dieser Zusammenstellung, und das ist die einzige, wo das geht, als ganz große Besonderheit kommt, ich mache das hier mal kurz an, wenn du hier mal kurz auf die Kante von der Küche drauf filmen kannst. Wenn wir schwarz-weiß bestellen, ist die Plattenkante hier mit beleuchtet, wie eine indirekte Beleuchtung. Das ist aber wirklich nur mit dem, lassen wir mal an, mit dem schwarz glänzenden Klappen und dem weißen Möbelbau so, weil dann auch hier die Küchenarbeitsplatte in dem schwarz glänzend kommt, die sonst immer
immer mit in dem normalen Dekor ist. Was hier nochmal zusätzlich auffällt, ist, wir haben jetzt hier in diesem Fahrzeug das Komfortpaket 2 mit drin. Das sind die Pilotensitze von SKA, die drin sind. Total komfortabel vom Sitzen, in der Sitzverstellung. Hier toll und auch in Neigung, Höhe und solchen Dingen einstellbar. Und wenn ihr die mit Leder bestellt, dann könnte man sie theoretisch sogar als Klimakomfortsitz bestellen. Dann kommt das Leder hier in der Mitte perforiert und kriegt auch noch eine zusätzliche Belüftung. Eine Sitzheizung ist bei sowas natürlich selbstverständlich mit dabei. Und die haben zusätzlich noch eine elektrische Lordosenstütze. Das heißt, ihr habt so Rückenunterstützungspolster im oberen, im unteren Bereich und auch hier an der Seite, wo ihr über Knöpfe einfach aufpumpen und Luft ablassen könnt und damit den Halt und die Rückenunterstützung klar definieren könnt. Auch da, wenn ich es richtig mitgezählt habe, haben wir 2 Autos mit dem Komfortpaket, 2 Autos ohne das Komfortpaket. Also es sind einfach unterschiedliche Schwerpunkte, die dort gesetzt sind. Wenn ihr Leder nehmt, das hier ist jetzt schwarz, ne? Ja, das ist schwarz. Bei dem Leder schwarz ist das klar, da hat man schwarze Nähte. Ihr könnt aber natürlich auch 2 Lederfarben grundsätzlich mischen. Das bietet sich eigentlich nicht an. Wir sehen immer wieder, alle Lederfahrzeuge, die wir haben, sind einfarbig in einer Ledervariante. Es gibt aber grob geschätzt 30 bis 40 verschiedene Lederfarben, also mehr, als ihr im Konfigurator angezeigt bekommt. Hast du eine Idee, welcher dir bisher am besten gefallen hat? Ja, also ich mag es eher naturfarben, sag ich mal. Also dieses Velour in dieser Creme-Farbe. Okay. Mit auch irgendwie so einem Holz, also natürlichem Holzdekor. Okay, also ganz klar in den Naturfarben. Ja. Ja, das, was ich eben gesagt habe, trifft auf mich wirklich zu. Ich mag beides gerne. Was wir hier haben, Glück gehabt, wir haben einen Kompressorkühlschrank. Das heißt, wir haben hier ein Fahrzeug wieder mit Dieselheizung und Kompressorkühlschrank. Wenn ihr einen Kompressorkühlschrank nehmt, wird der vom Volumen etwas größer. Hat natürlich oben auch ein kleines Gefrierfach. Konzeptioneller Vorteil des Kompressorkühlschranks ist, dass er immer mit Strom heizt. Das heißt, er braucht nichts umstellen und ein Kompressorkühlschrank kommt mit sehr heißen Temperaturen besser klar. Das heißt, wenn ihr draußen richtig große Temperaturen habt, gibt es nicht den Punkt, wo irgendwann der Kühlkreislauf zusammenbricht. Man kann ja, wie beim Absauberkühlschrank, wo ich zwar mit dem Zusatzventilator, den wir gesehen haben, noch weit höher kommt. Das gibt es hier gar nicht. Der kühlt immer eine Differenz nach draußen. Der große Nachteil des Kompressorkühlschranks ist, dass er eben immer mit Strom heizt. Das heißt, ihr müsst ausreichend Strom dabei haben. Es geht also einher, wenn ich einen Kompressorkühlschrank nehme, dann muss ich eine ausreichende Batteriekapazität haben, im Idealfall auch eine Solaranlage. So wie wir jetzt hier zum Beispiel eine Lithiumbatterie und eine Solaranlage drauf haben, weshalb wir es uns auch leisten können, einen zusätzlichen Wechselrichter mit einzubauen, weil auch da eben ausreichend Leistung ist. Und auch der Wechselrichter ist wieder so ein Thema. Der eine braucht es, der andere braucht es nicht. Wie gesagt, jedes Auto ist individuell. Wir stellen eure Autos mit euch zusammen. Was meinst du, wie viel Watt wir ungefähr brauchen für so eine Solaranlage? Steht und fällt vor allem mit dem, was man tagsüber verbraucht. Die meisten Leute sind tatsächlich mit einem Panel 110 Watt gut aufgestellt. Wer will, mag gerne auch das Doppelte nehmen. Also 220 Watt wäre die naheliegende Variante. Zweites Panel oben mit aufs Dach. Das spürt nicht jeder. Also ihr habt im Frühjahr und im Herbst so verschiedene Zeitfenster, wo man das deutlich merkt. Es gibt aber auch viele Zeiten im Jahr, wo 110 Watt definitiv reichen, weil das einfach lädt im Laufe des Tages, weil es lange hell ist, oder im Winter eben auch definitiv 220 Watt nicht reichen würden. Da muss man einmal schauen. Umso mehr Verbraucher ihr am Tag habt, zum Beispiel vielleicht ein Wechselrichter, der E-Bike-Akkus laden soll, oder ein Fernseher, der tagsüber auch mal läuft. Umso mehr Verbraucher ihr am Tag habt, umso mehr profitiert ihr von einer größeren Solaranlage. Und oft ist es so, dass so ein kleines mobiles Solarpanel als zusätzliche Lösung auch Sinn ergeben kann, damit ihr einfach, wenn ihr im Schatten steht, auch laden könnt und das Solarpanel einfach in die Sonne stellt. So, jetzt haben wir unsere 4 Avanti eB, die hier in der Reihe stehen, gesehen. Jetzt machen wir einen harten Schnitt sozusagen im Grundriss und springen rüber zu den beiden Regent S. Da zeige ich euch im ersten Step einmal, wie die Innendekore sind. Die sind bei den beiden Autos, ich habe eben schon mal kurz geluschert, relativ nah beieinander. Aber das gucken wir uns nochmal an und gucken uns auch dort die Unterschiede an, weil es ja heute weniger um die Fahrzeuge selber geht, sondern darum, wie unterschiedlich ihr die Autos zusammenstellen könnt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, bei 3 springen wir rüber in den Regent S. 1, 2, 3.
Und so sieht es in einem Regent S aus. Gerade wo ich habe mich an die gleiche Stelle gestellt, dann seht ihr gleich auf den ersten Blick, es ist natürlich deutlich enger. Das ist aber heute nicht das Thema und ich glaube, jedem Mercedes-Fahrer ist klar, wenn ich Mercedes will, ist das Auto schmaler und enger, hat eine längere Schnauze, also weniger Innenraum zur Verfügung. Ein Regent oder einen Sprinter kauft ihr, wenn ihr Mercedes fahren wollt, weil er tolle Assistenzsysteme hat und zum Beispiel den Allradantrieb. Aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Was wir hier jetzt haben, ist tatsächlich einfach ein komplett anderes Fahrzeug wiederum. Wir haben das Holzdekor Silverline, das heißt einfach wirklich einen silbernen Raum. Ich mache mal hier kurz die Tür zu, dass uns die umherfahrenden Autos nicht großartig stören. Und dann würde ich vorschlagen, mache ich uns auch noch mal Licht an. Wo hat er seinen Strom? Da haben wir das alles an. Lampen an, Lampen an. Und, Entschuldigung, zack, haben wir zumindest mal ein bisschen mehr Licht mit drin. Also wir haben hier Holzdekor Silverline. Das Ganze mit Leder in Anthrazit, also eine Nuance mehr Richtung Grau von dem Schwarz. Und das abgesetzt mit den roten Klappen hier. Und hier, das passt ja hervorragend, haben wir wie in dem Fahrzeug eben, beim Mercedes sind das die Sitze, die serienmäßig kommen. Die Fahrerhaussitze sind die gleichen, die im Fiat Komfort Paket 2 kommen. Und dieser Sitz hier ist zum Beispiel mit der Sitzbelüftung auch gemacht. Das heißt, das Leder hier in der Mitte wird dann perforiert. Und dann habt ihr im Sommer auch ein zusätzliches Gebläse, was euch am Rücken den Rücken schön trocken fächelt. Also sicherlich, wenn es richtig heiß ist, auch ein tolles Komfortfeature. Ja, der Regent S ist jetzt ganz anders vom Grundriss als die Avanti-Modelle. Auch da haben wir ganz viele verschiedene Videos gemacht. Da findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der ist halt als Querschläfer hinten angelegt. Bei Mercedes geht das nicht anders, weil ihr bei Mercedes nur 5,90 Meter oder 6,90 Meter. Und diese Mittellänge, die wir eigentlich brauchen würden, um große Längsbetten einzubauen, gibt es im Sprinterbereich gar nicht, diese 640, die der Ducato hat. Wer den Zwitter sucht aus beiden Welten, könnte, zwar in einer anderen Preisklasse, aber durchaus coole Autos, beim Lastrada Nova fündig werden. Da habt ihr einmal den Nova M, der ein Querbett hinten hat, und den Nova EB. Dann hättet ihr Längsbetten, wie es der Avanti EB hat, auf Sprinterbasis, aber mit der GFK Monocoque-Karosserie. Da kommt auch demnächst ein Nova hier zu uns und den werden wir euch dann auch in jedem Detail vorstellen. So, jetzt haben wir ganz viel Innendekor gesehen. Jetzt springen wir noch mal schnell einmal rüber und gucken uns den anderen Regent von innen an und dann schauen wir noch mal ein bisschen auf die Unterschiede zwischen den beiden Mercedesen. Ja, und dann denke ich, haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen. Also Abflug rüber zum anderen Regent S. Und das ist Nummer 6 im Bunde. Hier haben wir noch mal ein bisschen ähnlich wie bei dem anderen Fahrzeug auch das Silverline Dekor, aber tatsächlich noch mal zwei komplett andere Varianten. Hier haben wir auch wieder matt weiße Klappen oben, schön grifflos abgesetzt, und das Ganze ist schön, dass wir noch mal eine Variante haben in dem Teilleder. Das ist das Teilleder Reale, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Das ist hier in der Mitte mit anthrazitfarbenem Leder und dann einfach mit einem Stoff abgesetzt. So habt ihr so ein bisschen auch den Komfort aus beiden Welten, also Stoff da, wo ihr sitzt, und an den Wangen das Leder mit dabei. Das sind die verschiedenen Varianten. Jetzt liegt es bei euch und ihr müsst euch entscheiden, was für euch das richtige Dekor ist. Wir gucken jetzt nochmal von außen uns die beiden Sprinter an, die hier stehen, dass man einfach sehen kann, weil wir haben ja den großen Vorteil, einmal hochgesetzt Allrad, einmal niedriges Fahrzeug mit Heckantrieb, und so hat man dann eben auch alle drei Antriebsvarianten. Der Ducato immer mit Frontantrieb, und beim Sprinter habt ihr eben die Wahl zwischen Heckantrieb als normale, ich nenne es jetzt mal flache Variante, oder eben dem Allradantrieb als etwas höher gesetztes Auto, was ihr ja in den anderen Videos zu dem Regent an ganz vielen Stellen schon gesehen habt, und auch die beiden Fahrzeuge ja wieder mit unterschiedlichen Außenfarben und unterschiedlichen Außenoptionen. Auch wenn wir uns unsere beiden Lastrada Regent S von hinten anschauen, sehen wir, wie unterschiedlich unsere Kunden ticken. Wir haben hier auf der Seite den grauen, von hinten relativ schlicht gehalten, schön unauffällig, fast schon Pkw-Ersatz. Der ist ja vom gesamten Format so, dass er auch auf dem Supermarktparkplatz perfekt bewegt werden kann. Und wir haben hier den silbernen Kandidaten, der einmal das Ersatzrad auf der Heckklappe hat, der einen elektrischen Fahrradträger höhenverstellbar hat, der die Anhängerkupplung unten dran hat. Also auch da seht ihr wieder, wie unterschiedlich die Leute ticken. Was ganz interessant ist, finde ich, wenn man einfach sich das überlegt, der Wagen hat jetzt gar kein Dekor dran, um möglichst unauffällig, möglichst wenig Wohnmobil zu sein. Und bei den meisten Fahrzeugen habt ihr am Werk halt immer erstmal ein Grunddekor von den Herstellern mit dabei. Hier ja zum Beispiel von Lastrada die Brillen, nennen die das, um die Scheiben.
diese Dekorschwingen oben und unten, dass man das Auto an sich so ein bisschen durchbricht. Und auch hier haben wir im Prinzip wieder eine Sogentlüftung drin, eine Außendusche mit dabei. Und der Wagen hat hier zum Beispiel auch wieder eine Dieselheizung mit dabei, also wieder komplett unterschiedlich. Ja, lass uns mal von vorne auf die Nase gucken. Oder, nee, bleib mal halt, stopp, wir machen das so hier. Man sieht das ganz gut. Das ist der Wagen ohne Allrad, Heckantrieb. Ich ziehe jetzt einfach mal, was nehmen wir hier? Den Spiegel nehmen wir mal als. Wo sind wir? Hier sind wir. Ich drehe mich mal rüber. Zack. Ihr seht, da ist ein Unterschied, was mögen das sein? 6, 7 Zentimeter. Jetzt hat der noch die Serienbereifung. Da könnte man auch noch Geländereifen bestellen, dann wird das noch ein bisschen höher. Das heißt, das Positive ist, richtig viel Bodenfreiheit, total geiles Fahren. Das Problem in Anführungsstrichen ist, ihr müsst auch einen ganzen Schritt höher gehen. Wenn ich hier eine Treppe hochgehe, da ist schon so, dass ich einen richtigen Schritt machen muss. Aber das ist auch was, wenn man eine Zeit lang mit so einem Allradauto durch die Gegend gefahren ist, macht halt auch jedes Mal aufs Neue Spaß. Und das Ganze ändert natürlich auch die Optik von vorne total. Wenn ihr von vorne auf die Autos drauf guckt, ist der halt schon relativ markant und spürbar höher und der ein bisschen niedriger. Und auch hier kann man wieder sehen, Autos werden individuell gestaltet. Hier haben wir eine Frontkamera drin, da ist eine Seitenkamera, das heißt, der hat dieses 360 Grad Rundum-Paket. Das hat der Kollege zum Beispiel nicht, aber eine Rückfahrkamera hat er zum Beispiel auch mit dabei. In dem Fall sind die beiden sogar gleich motorisiert, also beide mit dem 163 PS Motor. Alternativ gibt es bei Mercedes eben auch 190 PS und das ist dann die nächste Hürde, wo ihr euch dann auch wieder überlegen müsst, welche Motorisierung will ich Handschaltung, will ich Automatik, Probleme über Probleme. Aber ihr werdet das geregelt kriegen und wer nicht weiß, was er will, guckt sich einfach ein Video mehr an. Vielleicht hilft euch das ja alles. Jo, viel Text um viele unterschiedliche Fahrzeuge und ganz viele kleine Detailfragen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck dafür bekommen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut euch die nächsten Videos an, lasst ein Like unter dem Video da, besucht uns in den nächsten Videos, schreibt Fragen unten in die Kommentare, damit wir wissen, was euch interessiert und wir uns immer weiter in eure Richtung entwickeln können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit allen weiteren Videos und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis bald!